In einigen Punkten zeigt sich der Elevate RS 2022 geändert. Im Wesentlichen haben wir jetzt einen etwas geringeren Aspekt-Ratio mit schlankeren Tipps. Abgestützt wird hier die Fronttube mit einer 5-Punkt-Bridle und jetzt gibt es keine Pulleys mehr. Aber weiterhin lässt sich die Bridle über eine Knotenleiter insofern verstellen, dass hier der Stand des Kites im Windfenster beeinflusst werden kann, je nach Disziplin. Steuerleinen sind weiterhin direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, um Bardruck und Turning Speed anpassen zu können. Zum B- und Entlüften gibt es weiterhin ein großes Standard-Ein- und Auslassventil mit sehr gerade gehaltenen Schläuchen des One-Pump-Systems. Und als Flugtuch dient hier ein 4-fach-Ripstop-Material. Dieses ist bis an den Rand der Abrisskante und auch in den Tipps hineingezogen. Zudem gibt es aber noch eine mehrfache Tuchdopplung der gesamten Übergänge von Fronttube zum Flugtuch sowie auch der Abrisskante. Und damit hier gar nichts flattern kann, haben wir auch noch Latten in den Tippbereichen. Und Leinenabweiser für die Waage finden wir am Ende der Fronttube sowie an den beiden äußeren Querstruts. Die mittlere Strut kommt ohne Leinenabweiser aus. Die Querstruts sind jeweils mit Single-Nähten am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Und bei den notwendigen Verstärkungen, wo es mal schleifen oder scheuern oder aufschlagen kann, gibt es weiterhin gummiertes Gewebematerial. Obwohl der RS 2022 jetzt etwas kompakter gehalten ist, haben wir trotzdem diese satte Anströmung, die sehr schnell anliegt. Und danach haben wir durchweg einen mittleren bis hohen Grundzug, der in allen Anwendungsbereichen und Disziplinen für ein wirklich schnelles Gleitvermögen sorgt. Vergleichen wir das Ganze halt mit anderen 3-Strut Freeridern oder One-Fits-All-Kites, so liegt hier der RS im obersten Bereich. Auch ebenso wie sein Vorgänger zieht der RS 2022 von Elevate sehr weit an den Windfensterrand und bedarf grundsätzlich keiner Korrekturen. Ein klein wenig über dem mittleren Bereich bewegen sich die Barkräfte, bezieht sich auf Steuer- und Haltekräfte. Aufgrund der nun pulleylosen Waagekonstruktion hat die Direktheit nochmal minimal zugenommen. Und insgesamt gibt es hier durchweg auch ein schönes Feedback über den Stand des Kites im Windfenster. Und kommen wir natürlich nochmal zu den Trim-Möglichkeiten über die Waage, wo uns die mittlere Einstellung in allen Disziplinen am homogensten gefallen hat. Klar, man kann es immer individuell nochmal ein bisschen mehr beeinflussen, weil sich der Stand des Kites im Windfenster verändert, aber das ändert dann auch wieder das Bar-Feeling. Dann wird es halt weniger homogen und abrupter von den Übergängen. Der Grundzug ist insgesamt gleichmäßig. Wir haben aber beim Kraftverlauf, wenn es gewünscht wird, auch eine etwas progressivere Kraftspitze. Gerade auch bei der Reaktion auf Kanteneinsatz im Freestyle-Sektor reagiert er halt sehr schön. Er hat hier eine wirklich optimale Positionierung und auch bei Kite Loops kann er, je nachdem wie eng der Radius des Loops gewählt wird, entweder einen etwas stärkeren Kraftverlauf bieten oder auch sehr, sehr gleichmäßig sein. Und hier hat der Elevate was sehr Schönes hinbekommen beim RS, einfach eine hohe Variabilität an Drehradien. Wir haben so einen minimalen Ansatz zum Tellern bei ganz engem Einlenken, aber sonst auch ein großes rundes Drehvermögen, sodass er je nach gewünschtem Einsatzbereich wirklich optimal agiert werden kann. All die Flugmanöver und Radien absolviert der RS mit einer hohen Fluggeschwindigkeit.
Mit Click-In-System und 6 Kilo Auslösekraft haben wir hier ein optimales Safety-System und ebenfalls auch ein exzellentes Widerstartvermögen inklusive eines Rückwärtsstarts, der einfach funktioniert. Im Punkto Springen ist das hier allgemein eine sehr moderne Geschichte. Er hatte eine wunderschöne Reaktion auf den Kanteneinsatz des Boards von seiner Positionierung. Er baut hier darüber schon etwas extra Leinenspannung auf. Er hat einerseits die Möglichkeit, über Sheet und Go abgesprungen zu werden, so dass halt auch geringere Fahrkörnstufen, die jetzt noch nicht mit so viel Lenkung am Schirm arbeiten wollen, gute Höhen erreichen. Und auch bei der Hangtime ist es weiterhin ein wirklich guter Schirm. Natürlich nicht ganz so wie im Vergleich ein 5-Strut Hochleister, aber im Vergleich der 3-Strut Freeride Schirm gehört er hier auch zu den sehr guten. Und auch für den besseren Fahrer, der jetzt verschiedene Loops in alle Richtungen durchführen möchte, da reagiert er einfach schön knackig und präzise. Und er zieht auch in jedem geflogenen Radius sauber durch den Loop und fängt dabei den Fahrer sehr schön auf. Auch bei Unhooked-Sprüngen gibt es hier einen sehr schönen Positionsverlauf bei einem sauberen Einsatz mit der Bordkante und auch einen deutlich spürbaren Slack. Also auch der Allrounder mit leichten Freestyle-Ambitionen kommt hier voll auf seine Kosten. Beim Vollen überzeugt der RS 2022 durch seine direkte Reaktion auf Lenkbefehle und die große Variabilität bezüglich seiner Drehradien. Um aber in dieser speziellen Fangruppe wirklich 100 Punkte erzielen zu können, bedarf es auch nochmal einer deutlichen Gewichtsreduktion. Hier ist das Level halt wirklich mittlerweile sehr hoch und da merkt man halt gerade bei sehr wenig Wind halt jedes Gramm am Schirm, was die Performance nochmal steigern kann. Prinzipiell liegt hier aber wirklich ein grundsolider Spaß beim Vollen auch zu 100% vor. Größere Freude bereitet der RS auch beim Welleneinsatz, wenn man den vorgelenkten Stil hier insgesamt etwas bevorzugt. Oder auch derjenige, der bei Strapless Freestyle einfach einen Schirm sucht, der ordentlich Boost hat, der ihn bei komplizierten Tricks einfach mit mehr Höhe versorgt. Da liefert der RS halt wirklich auch exzellente Leistung. Für denjenigen, der den Drift bevorzugt und halt den Kite wirklich mehr stabil an einer Position fliegen möchte, dafür bietet der RS doch ein kleinen Tick zu viel Progression, um jetzt halt in den Bereich der reinrassigen Wave-Kites mit eindringen zu können. Die Mischung aus variabler Beweglichkeit, dadurch auch einer Leistungssteigerung, wenn man es zu lenken weiß, aber auch der Kombination eines wirklich gleichmäßig hohen Vortriebs, den der Kite einfach so besitzt, bietet hier ein wirklich modernes Spektrum, um gerade mit dem Twin-Tip hier optimal Freeride und Freestyle bedienen zu können. Alle anderen Disziplinen werden auch wie ein One-Fits-All-Kite wirklich gut bedient, aber das wirklich herausstechend angenehme und gute Gefühl kommt im Wesentlichen beim Einsatz mit dem Twin-Tip. Da er vom Bar-Feeling jederzeit stets ein gutes Feedback liefert, ist auch die Intuition beim Lenken selbst für jemanden mit geringstem Fahrkönnen völlig unproblematisch. Also selbst im Einsteigerbereich kann dieser Kite halt gut bedient werden, auch aufgrund von leichten Wasserstarteigenschaften und dass der Fahrer halt hier nicht überfordert wird. Letztendlich ist aber am liebsten der Intermediate bis wirklich sportliche Freeride Freestyler zu sehen, der halt gerne alle diese neuen modernen Tricks beim Springen machen möchte. Das kann er halt definitiv sehr gut. Zwischendurch wird ein bisschen in der Welle gespielt. Das ist in der Kombination ein wirkliches Erlebnis und ein echt großer Spaß.